Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal mit einem Video über den RX8. Am RX8 mache ich ein paar kleine Arbeiten, die ich schon länger hätte machen sollen. Was ich genau mache, seht ihr jetzt. Hier muss ich so 2-3 kleine Sachen machen. Als erstes werde ich jetzt hingehen und wie man glaube ich schon ganz gut sieht, werde ich die Rückleuchte wieder reparieren. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß nicht, welche Rückleuchte es war. Auf jeden Fall, wo ich den RX8 schon mal neu gebaut habe, da musste ich die Rückleuchte auch schon mal wieder reparieren. Wie man ganz gut sieht, hier unten ist so ein halbes Aquarium drin. Ich werde jetzt als erstes hingehen, einmal die Leuchte hier ausbauen, komplett trocken machen. Dafür muss ich alle Lampen einmal rausnehmen. Dann das ganze Brackwasser oder Regenwasser, was da schon, ich sag mal so, ein paar Tage länger drin ist. Das muss ich einmal raus, schön dann trocknen lassen und dann muss ich da wieder eine komplett neue Dichtung reinbauen. Für neue Dichtung nehme ich keine Originaldichtung, weil die sollen ein bisschen anfälliger sein. Dafür nehme ich so ein Zeug. Das ist so ein Gummi-Silikonartiges Band. Das schmeiße ich dann hier vorne einmal drauf, beziehungsweise da, wo das Ganze abdichtet, dichte das damit ab. Und dann sollte das hoffentlich trocken bleiben und nicht wieder anfangen nass zu werden, beziehungsweise dass sich da Regenwasser drin sammelt. Weil das ist ein sehr, sehr großes Problem bei den RX8s. Ich glaube, jeder, der einen RX8 besitzt, hat schon mal das Problem gehabt. Deswegen, ich werde das Ganze jetzt ausbauen, reparieren und dann wieder einbauen. Und ich will hoffen, dass ich das Problem nie wieder habe. Ich werde das Ganze jetzt machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr gerade gesehen habt, das Rücklicht ist ausgebaut. Hier habe ich schon alles sauber, genauso wie hier am Rücklicht habe ich schon alles sauber. Ich bin jetzt auch schon mal hingegangen, habe hier diese Dichtmasse draufgeschmissen und hier vorne alles mit Silikon zugeschmiert. Ich habe ja vorher gezeigt, hier unten drin, das war alles so ein halbes Aquarium. Das ist jetzt alles raus. Ich habe das versucht, so gut wie möglich auszuspülen. Hat jetzt auch, mehr oder weniger funktioniert. Aber an sich ist das Ganze wieder einigermaßen sauber und jetzt hier oben auch einmal geklebt, weil das Glas hier außen, beziehungsweise das Plastikglas hier außen und das Plastik hier drin, das Gehäuse an sich, das hat sich an mehreren Stellen getrennt. Oben, genauso wie unten, hat sich das überall einmal getrennt und dann war das alles nicht mehr so ganz dicht. Ich werde das Ganze jetzt wieder hier einbauen und dann geht es zur nächsten Sache, die ich noch machen wollte. So, wie ihr seht, die Rückleuchte ist jetzt drin, die ist noch so ein bisschen dreckig, die muss ich beim Sauber machen, damit das komplett clear ist. Ich meine, ich muss das Auto sowieso komplett sauber machen. Aber die ist jetzt wieder drin, ich will hoffen, die bleibt jetzt erstmal für die nächsten Wochen, Monate, beziehungsweise auch Jahre dicht. Weiter geht's jetzt vorne, und zwar werde ich hier auch wieder hingehen und die Lichter aufbereiten. Das rechte Licht ist ein bisschen mehr beschlagen und ein bisschen schlechter wie das linke Licht. Das linke geht noch ganz gut, das ist an sich top, aber ich werde jetzt hingehen, beide Lichter einmal neu aufbereiten und wieder so zum Glanz bringen, wie die mal serienmäßig waren. Der Scheinwerfer ist jetzt aufpoliert und er sieht sehr, sehr viel besser aus wie vorher. Vorher war das Ganze ja so ein bisschen milchig, gerade hier oben, da war das sehr, sehr milchig und jetzt ist das sehr, sehr schön sauber, sehr klar. Andere Seite habe ich natürlich auch gemacht, einmal ein bisschen angeschliffen, ein bisschen poliert und dann noch versiegelt. Aber da sieht man jetzt keinen großen Unterschied zu vorher, aber der ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Gut, Scheinwerfer sind jetzt auch gemacht. Jetzt gehe ich bei dem letzten Problem bei und zwar ist das Problem diese Tür. Die Tür geht nicht mehr auf, beziehungsweise geht wohl noch auf, aber ich zeige mal ganz kurz das Problem. Hier ist der RX8-Schlüssel, ich schließe mal ab. So, schließe mal ab, hat man gehört. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich habe abgeschlossen. Tür geht nicht mehr auf. Jetzt gehe ich hin, drücke hier mal auf Aufschließen. Normalerweise sollte jetzt bei jedem ganz normalen Auto
die Tür auf sein. Aber wenn ich jetzt hingehe und hier dran ziehe, geht das Auto nicht auf. Jetzt muss ich jedes Mal, bevor ich den EX8 fahren kann, beziehungsweise ich auch irgendwas aus dem Auto holen kann oder irgendwas anderes, man bedenke dabei, dass der EX8 mein Daily Driver ist, sprich jeden Tag zur Arbeit und so weiter und so fort. Jetzt muss ich jeden Tag hingehen und einmal ums Auto rum, dann die Beifahrertür aufmachen. Perfekt. Hat ja jetzt mega geklappt. So, jetzt muss ich hingehen, einmal die Beifahrertür aufmachen. So, eben aufpassen, dass ich nicht gegen die Wand haue. Dann muss ich hier reinklettern und den Türöffner hier betätigen. Dann kann ich wieder rumgehen. Erstmal wieder aus dem EX8 hier rausklettern, die Tür zumachen und dann kann ich, weil ich die Tür gerade von innen aufgemacht habe, kann ich diese Tür jetzt endlich öffnen und dann kann ich halt erst losfahren. Das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich jeden Tag mit dem Auto fahren muss und jeden Tag mit dem Auto irgendwo hinfahre, ist das ziemlich nervig. Gerade wenn der EX8 irgendwie auf dem Parkplatz steht und rechts ein Auto daneben steht oder irgendwie an der Wand geparkt ist oder sowas und ich kriege die Tür dann nur, sagen wir mal, so einen Spalt auf, dann muss ich da irgendwie immer reinklettern. Deswegen werde ich jetzt hingehen, einmal diese Tür hier reparieren. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mit der Tür ist. Ich werde jetzt erstmal hingehen, die Tür hier komplett auseinanderbauen, gucken, ob irgendwie, keine Ahnung, der Schließzylinder oder sowas, ob da irgendwie was kaputt ist oder irgendwas klemmt oder sowas. Gucken, ob ich erstmal auf den ersten Blick sowas sehen kann. Ich werde das mal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie ihr gerade gesehen habt, die Tür habe ich jetzt komplett auseinandergebaut. Ich habe hier das Plastikteil, wo die Lautsprecher und die ganzen Kabel drin sind, habe ich jetzt erstmal wieder dran gemacht, weil ich habe jetzt ein paar Tage gewartet, ich musste ein paar Tage warten, bis ich das Ersatzteil kriege. An sich, das hier ist das, was ich ausgebaut habe und noch vieles mehr, aber das muss ich halt ersetzen. Das ist im Prinzip der Schließmechanismus. Die beiden Kabel gehen einmal hier hin und einmal hier vorne hin, damit das Ding halt auf und zu gemacht wird und das hier halt für den hier. Da gehen die beiden Kabel hin. Das ist Mechanismus und das Teil ist die elektronische Einheit, die das Ganze steuert. Sprich, was auf und zu macht. Auf jeden Fall, das Ding ist bei mir kaputt. Da muss ich jetzt für Ersatz sorgen. Das Teil gibt es anscheinend nicht mehr neu. Deswegen habe ich das Teil komplett gebraucht gekauft. Und das ist jetzt komplett einmal alles. Hier ist normalerweise ein Gehäuse drum. Das habe ich halt hier vorne drum. Und das Teil ist im Prinzip der Öffner, den habe ich da aber noch drin, deswegen den baue ich eben ab. Das sind hier einfach nur so zwei Kabel, beziehungsweise ein Kabel ist jetzt noch dran. Perfekt, fokussiert gar nichts, egal. Auf jeden Fall, das hier werde ich jetzt da einbauen. Gut, ich mache das jetzt eben und dann sehen wir uns wieder, wenn ich hoffentlich eine Tür habe, die sich öffnen und schließen lässt. Beziehungsweise abschließen lässt, also öffnen und abschließen lässt, aber ist egal. Ja, dann sehen wir uns wieder auf jeden Fall. So, die Tür ist wieder fertig, es ist jetzt alles wieder eingebaut, es ist jetzt alles, ja, was heißt alles, es ist so ziemlich alles wieder eingebaut. Ich habe einen Teil vergessen einzubauen, das ist das hier. Das ist im Prinzip, was hier oben sitzt und irgendwas beschützt oder so. Das habe ich jetzt nicht eingebaut, das habe ich gemerkt, als ich die ganze Türpappe und sowas wieder dran hatte. Ja, ich werde das bestimmt noch irgendwann einbauen, ganz sicher. Ich werde das jetzt nicht einfach so da liegen lassen und einfach hoffen, dass die Tür nicht kaputt geht. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist die Tür getestet. Wie man sieht, Tür ist auf. Ich mache die jetzt einfach mal zu. Wie man sieht, Tür ist zu. Spaltmaße können sich sowieso nicht ändern. Also wollen wir mal hingehen und gucken. Abschließen geht. Man kann das überhaupt nicht sehen. Kann das so sehen? Ja. Abgeschlossen ist sie. Und jetzt
Das war das größte Problem. Ich konnte ihn nicht wieder aufschließen. Und wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke, sollte sich die Tür aufschließen. Und das hat sie getan. Ich kann endlich wieder von der Fahrerseite in mein Auto rein. Ja, habe ich jetzt ungefähr 3 Monate so gemacht, dass ich nicht von der Fahrerseite aus in mein Auto reinkam. Ich hätte es früher machen können. So schwer ist das eigentlich alles gar nicht. Es ist nur nervig mit den ganzen Clips, weil Plastik wird halt irgendwann spröde und bricht dann halt irgendwann. Aber an sich das Ganze auszubauen ist super easy. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall wieder in den EX8 rein, ohne dass ich erst da hinten die Tür aufmachen muss, reinklettern muss, dann die Tür aufmache und so weiter und so fort. Damit ist im Prinzip der EX8 fertig. Vorne Lichter ist gemacht, hinten Licht ist gemacht und die Tür ist jetzt wieder fertig. Das sind so ziemlich alle Dinge, die mich jetzt gerade am EX8 stören oder die ich noch unbedingt am EX8 machen musste. Ich habe natürlich auch noch vergessen, ein Auto aufzunehmen, deswegen mache ich das jetzt ziemlich schnell. EX8, Tür funktioniert wieder, das Licht ist wieder, ja, schön, sauber, vernünftig und das Rücklicht ist auch kein halbes Aquarium mehr und jetzt hoffentlich auch länger als ein paar Monate dicht. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen hoch geben und dann würde ich sagen, hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.